Nachdem wir uns einige türkische Stimmen aus Deutschland angehört haben, die über Deutschland und aber auch über die Türkei geredet haben, wollen wir uns doch heute mal anschauen und anhören, was echte Türken sozusagen aus der Türkei nicht nur über die Türkei sagen, sprich über die Türken, über sich selbst, wie das Volk drauf ist, sondern eben auch, was sie über Deutschland denken, beziehungsweise was sie von Deutschland teilweise sogar erwarten. Dazu ein Kommentar auf ein Video, was ich am Ende des Videos hier auch nochmal verlinken werde. Deutschland, Disziplin und die Einhaltung der Regeln ist eine sehr gute Sache. Sie sehen die Welt immer leichter, sie sind nicht gestresst, sie mögen Ruhe. Wir Türken handeln immer mit unseren Gefühlen. Wir sind gestresst, wir sind nicht ruhig, wir sind nicht ruhig, geduldig. Wir sind nicht so ehrlich wie die Deutschen im Geschäftsleben. Die Deutschen stellen alles solide her. Maschinen, Autos, sie legen Wert auf Qualität und menschliches Leben. Wir hingegen, also die Türken, er redet jetzt von seinem Volk, von den Türken, wir hingegen sind immer auf der Suche nach Schakalen. Wir sind Betrüger. Wir jagen einem Produkt nach, als ob es von guter Qualität wäre, auch wenn es von schlechter Qualität ist. Wir bauen ein Haus, wir stehlen dort das Eisen und bei einem Erdbeben stürzt das Haus ein. Das ist der Unterschied. Wenn wir nicht ehrlich sind, können wir niemals so sein wie die Deutschen, die Japaner, Amerikaner und England. Solange wir uns nicht an die Regeln halten, verlieren viele unserer Menschen ihr Leben im Straßenverkehr. Wir müssen uns an die Sicherheitsregeln, an das Gesetz und die Rechte anderer halten. Solange wir die Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens nicht erfüllen, solange wir Lärm machen und uns gegenseitig stören, solange wir uns nicht an Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit halten, können wir niemals ein Deutschland sein. Nicht Krieg, sondern Zivilisation, Bildung, Gesundheit, Technologie, Umwelt, Infrastruktur, Landwirtschaft und so weiter. Es müssen Investitionen in prioritären Bereichen getätigt werden. Überlassen wir unsere Zukunft eine lebenswerte Welt, damit unsere Kinder ihre Geburt nicht bereuen. Bereiten Sie die Türkei auf die Zukunft vor. Bauen Sie die Infrastruktur, Gebäude und Straßen und dieses Land wird auch als Ihr Land betrachtet. Weil wir diesen Job nicht machen können, haben wir nicht einmal einen richtigen Stadtplan. Lassen Sie die Türkei wie Deutschland sein und Hallenbäder und Schulsysteme hierher bringen. Das war's mit diesen einigen Kommentaren, die ich original auf Türkisch erhalten habe. Und vielleicht fragst du dich, wie komme ich dazu auf solche Kommentare? Ich versuche natürlich, viele Menschen zu erreichen, unter anderem natürlich auch die, die nicht unbedingt die deutsche Sprache beherrschen. Und da es viel um die Türkei geht, aktuell natürlich mehr auch türkische Landsleute zu erreichen. Und nicht nur Landsleute, die in Deutschland leben, sondern eben auch speziell auch in der Türkei. Und dementsprechend habe ich die letzten Videos des letzten Monats nahezu alle auf Türkisch übersetzen lassen. Das bedeutet, dass du sowieso allgemein auf diesem Kanal die Option hast, auf YouTube allgemein natürlich, Untertitel einblenden zu lassen, damit man natürlich auch, wenn man leise sein muss, wenn das Kind vielleicht schläft oder du auf der Arbeit bist und es darf keiner mithören, dann kannst du das natürlich lautlos mitlesen sozusagen. Und da habe ich in der Regel dann immer die Sprache Deutsch natürlich eingestellt, Englisch habe ich eingestellt und sogar als dritte Sprache auch Türkisch. Und dementsprechend kann man auch das Ganze dann so verstehen. Abgesehen davon wurde ich mehrfach auch angeschrieben von Deutsch-Türken, die vielleicht nicht ganz so gutes Deutsch verstehen. Und die haben mich gebeten, diese Videos, die ich mache, auch unter anderem auf Türkisch zu übersetzen in den Untertitel. Das bedeutet, du kannst einfach, wenn du das Video anschaust, auch jetzt vielleicht oben müsste es hier sein, CC drücken und dementsprechend kannst du dann auch die Untertitel auswählen. Wenn dir die
Sprache zu langsam sein sollte oder du weniger Zeit hast am Tag, dir ein Video von mir in der Normalgeschwindigkeit auch anzuschauen, hast du die Möglichkeit, wie bei allen anderen Videos hier auf YouTube, die Wiedergabegeschwindigkeit natürlich zu erhöhen. Das bedeutet, so mache ich das persönlich in der Regel auch, damit ich natürlich mehr Input mir natürlich noch reinhauen kann in einer gewissen Zeit. Das bedeutet, ich erhöhe die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 oder manchmal sogar auch auf 1,5. Das kannst du gerne mal selber natürlich ausprobieren und einfach mal so ein bisschen schauen, wie das bei mir für dich persönlich dann am besten rüberkommt. Wenn du selber natürlich Menschen kennst, die sich interessieren für das Thema Auswandern in die Türkei oder auch Urlaub machen in die Türkei oder allgemein natürlich aus meiner Erfahrung jetzt über 3 Jahren jetzt in der Türkei sehen wollen, erfahren wollen und natürlich auch Einblicke haben möchten, egal ob sie aus England kommen oder aus Amerika oder du hast Verwandte auch in Neuseeland oder sonst wo, dann sprechen die natürlich Englisch und aber auch natürlich für diejenigen, die du kennst, die gerne die Videos schauen wollen, auf Türkisch das Ganze. Ja, also das ist natürlich auch super spannend, super interessant und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf Multikulti-Kommentare. Ja, wir sind sehr weltoffen, wir sind alle eine Menschheitsfamilie und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn du so einen Kanal weiter teilst, denn das ist natürlich schon speziell im Bereich der Türkei, aber auch natürlich allgemein das Thema Auswandern ein riesengroßer Schritt, auch diesen Schritt gewagt zu haben und deswegen freue ich mich natürlich, dir und deiner Familie und deinen Freunden natürlich Mehrwert bieten zu können. Und natürlich bist du immer wieder eingeladen, dem Kanal einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Video auch gefallen hat, du ein bisschen Mehrwert vielleicht mitbekommen hast oder auch natürlich deine Gedanken teilen möchtest, hast du jederzeit die Möglichkeit, hier deine Meinung auch dazulassen in der Kommentarfunktion. Und falls du es noch nicht gemacht hast, natürlich ein kostenloses Abo dalassen darfst. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback. Auch wenn du Ideen hast, wenn du irgendwas sehen willst von Alanya, was du vielleicht auf meinem Kanal noch nicht gesehen hast, wenn es zum Thema Auto geht oder sonst irgendwas, lass es mich einfach wissen, schreib rein. Ich habe viele Themen schon angesprochen und gerade zum Thema Aufenthalt, schau dir die letzten Videos an und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf dein Feedback. Und natürlich auch nochmal etwas ganz Spezielles betonen möchte, denn natürlich, jeder soll seine Glaubensrichtung haben, jeder soll seine Religion auch ausleben und es ist alles schön und gut. Aber das Ding ist natürlich so, für diejenigen, die noch nie in Alanya waren, und das sind dann immer diese sogenannten Klugscheißer, die irgendwas zu erzählen haben, die dann sagen, was läuft denn der Ausländer, der Deutsche da rum oben ohne am Strand? Das macht man nicht, das ist Haram oder sonst was die Leute da reinschreiben und deswegen deabonniere ich dich. Ganz ehrlich, ich bin erstens nicht der Einzige hier, sondern es gibt sehr viele Menschen, die gerade, wenn sie Sport machen, das ist nämlich hier die Betonung, wenn sie Sport machen, oben ohne hier rumlaufen und jetzt Sport machen. Nicht nur da, wo ich jetzt bin, sondern auch bei der Promenade da oben, wo ich gerade laufen war. Oben ohne. Und da sind mir einige oben ohne Sportler entgegengelaufen. Wenn ich mich jetzt aber fresh mache, wenn ich jetzt duschen gehe sozusagen und dann will ich spazieren gehen an der Promenade, also ich persönlich, ja dann Leute, dann ziehe ich mir doch auch was an. Das ist doch selbstverständlich, dann spaziere ich auch da. Und mich persönlich stört das dann nicht, wenn dann irgendeiner oben ohne rumrennt. Was ich dazu sage, ist immer, wenn es Leute gibt, die Probleme damit haben, ja, entweder natürlich erlaubt es anscheinend die Religion nicht, vollkommen in Ordnung, dann schau halt nicht hin. Oder wenn es gesetzlich geregelt ist hier, ja, dann mache ich das auch nicht, weil ich es dann nicht darf. Dann ist es ja auch okay, dann akzeptiere ich das. Aber wenn ich sehe, dass ich jetzt speziell in diesen Touristengebieten in der Türkei, in Alanya, Antalya bin und so viele haben reingeschrieben, Markus, lass dir da nichts sagen, die Türken, die größten Muslimen, die laufen teilweise oben ohne rum, also die Männer, die trinken ihren Alkohol am Strand, die rauchen, die was weiß ich, was die alles noch machen, ja. Und ich könnte auch noch ein Buch darüber schreiben, was ich schon nachts bei meiner Gassi-Runde gesehen habe, wie sich ja, Leute dann auch verabreden, Kopftuch dann wegschmeißen, bevor sie ins Auto einsteigen, nochmal die Haare zurechtrücken etc. Oder was ich für Geschichten auch gehört habe. Also wirklich, naja, Scheinheiligkeit hin und her. Ja, jeder soll rumlaufen, wie er möchte. Ich bin jetzt hier am Strand unten. Ich genieße noch die Sonne, ich schwitze mich noch ein bisschen aus und ganz entspannt. Also das einmal dazu. Das Scheinheiligkeit Punkt 1.
Zweiter Punkt Scheinheiligkeit ist, es gibt natürlich auch gute Menschen hier, ganz klar. Im Ausland, es gibt tolle Menschen, es gibt gerade eben auch, war ich, glaube ich, sehr hilfsbereit, bin mit dem Roller von Ober hierher gefahren und auf der Straße war dann ein älterer Mann mit einer Tasche in der Hand und hat so abgewunken, ob ich den mitnehmen kann, angehalten. Ich habe den mitgenommen, ein paar Meter. Irgendwann hat er gesagt, stopp, habe ihn rausgelassen, top, super. Konnte mich jetzt mit ihm nicht großartig unterhalten, aber ich denke, das war ganz sympathisch, das Ganze. So. Oder auch diese allgemeine Gastfreundschaftlichkeit, die man einfach kennt aus diesen orientalischen Ländern, sage ich jetzt einfach mal. Oder aber auch natürlich, man kennt das aus Griechenland, auch die Italiener oder die Spanier, die sind alle so ein bisschen herzlicher, alles so ein bisschen wärmer als jetzt speziell die Deutschen eigentlich. Das ist eigentlich sehr traurig als Deutscher. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber wenn man natürlich lange hier lebt und natürlich dann auch versucht, irgendwie geschäftlich voranzukommen, beziehungsweise natürlich auch mal größere Sachen kaufen möchte. Oder so wie jetzt die letzte Aktion gestern erst. Ja? Wenn man ein Auto mieten möchte und dann am Ende ein ganz anderer Preis dabei rausspricht als abgesprochen sozusagen. Ja? Also, das ist dann natürlich schon sehr schade. Und das hat auch wieder was mal mit, muss ich sagen, mit Religion zu tun, weil viele, die tun so auf scheinheilig, die tun so auf total religiös. Ich bin der größte Moslem, es ist egal, ob Moslem, Christ, Hindu, ein Buddhist oder sonst was. Es ist aus meiner Sicht nicht korrekt, nach außen, auch zum Beispiel über Social Media, was meinst du, was ich für Leute kennengelernt habe, die ich dann persönlich näher kennengelernt habe und dann gezielt Abstand gehalten habe. Weil man könnte auch sagen, außen hui, innen pfui. Und das geht mir schon gegen den Strich. Und das kann halt nicht sein, dass wenn ich quasi Geld rüberbringe, dass die mir extra nochmal oben was drauf klatschen wollen, ja, mich sozusagen abziehen wollen. Und ich weiß, viele haben geschrieben, nicht nur bei den Türken ist das so, das wird dir weltweit passieren. Ein Kollege und auch von der Familie, die sind in Dubai, da kann das auch passieren. Da gehst du, willst ein Porträtbild machen lassen für deine ID-Karte, ein Passfoto, da zahlst du 60, bei dem anderen zahlst du 30 und dann findest du sogar noch einen, der macht es für 15. Ja? Und das ist, man muss immer vergleichen, das ist ja ganz klar. Es ist immer sozusagen Angebot und Nachfrage. Aber ich will noch mal ganz klar betonen und auch noch mal eine kleine Warnung aussprechen. Beim Verkaufen sind die alle immer ganz stark. Beim Andrehen sozusagen, ja, beim Verkaufen. Also ich rede jetzt speziell von den Türken auch, ja. Die können so freundlich sein, die können so nett sein. Aber du musst dich auch immer hinterfragen, wem nützt das Ganze, ja. Und das nützt natürlich immer deren eigenen Tasche, ja. Und deswegen, die haben es auch so nicht verstanden. Ich will auch noch mal ein anderes Beispiel sagen. Wenn ich jetzt zum Friseur gehe und ich lasse mir die Haare schneiden und ich war zu doof und hab mir nicht die Frage gestellt bei ihm vorher, was kostet der Haarschnitt, ja? Und dann schneidet er mir die Haare und dann heißt es am Ende zum Beispiel ja, umgerechnet 20 Euro, dann ist das viel. Dann ist das extrem viel für türkische Verhältnisse auf jeden Fall. Und dann, was passiert? In der Regel, natürlich, okay, du zahlst es dann halt noch oder du rennst halt raus. Aber was passiert jetzt? Wenn du ein vernünftiger Kunde bist, der auch auf sein Geld achtet natürlich, dann kommst du nicht wieder zu diesem Verkäufer, dann kommst du nicht wieder in diesen Laden rein und lässt dir nicht wieder die Haare schneiden. Und das ist ein großes Problem hier in der Türkei, finde ich persönlich. Vielleicht auch in anderen Ländern der Welt, vielleicht erzähl mir deine Erfahrung. Wenn ich jetzt Verkäufer bin, dann will ich doch Kundenzufriedenheit, dann will ich doch, dass dieser Kunde, wenn ich ihm die Haare schneide, wenn ich ihm sein Auto wasche, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, so wie wir das machen, dann will ich doch eine Kundenzufriedenheit haben, damit dieser Kunde immer wieder zu mir kommt und nicht woanders hingeht. Das ist doch klar. Aber das verstehen hier viele Menschen nicht. Die wollen einmal gleich die Riesensumme haben, die ja übertrieben gesagt nochmal 5.000 Euro draufklatschen bei deiner Immobilie oder 50.000, was ich schon alles gehört habe, oder 70.000. Die fette Kohle einmal reinziehen und dann sich aus dem Staub machen. Und dieser Kunde ist aber weg. Dann würde es doch viel mehr Sinn machen, wenn ich jetzt ein Investor bin,
Beispiel, ich will mir jetzt Immobilien hier auch kaufen, in der Türkei oder in Dubai oder sonst irgendwo, dass ich doch mit jemandem zusammenarbeite, der natürlich auch das Handwerk versteht. Und wenn ich dann jemand bin, der das verstanden hat und den Menschen was näher bringen kann, dann verkaufe ich eine Wohnung, die sinnvoll ist, an diesen Investor und begleite ihn natürlich weiter auf seinem Lebensweg, damit er ja später eventuell noch eine Immobilie kauft. Und wo wird er diese kaufen? Ja, dann natürlich wieder bei mir. Ja? Aber die hier, viele in der Türkei, also das ist krass. Ich habe eigentlich nur einen kennengelernt, der wirklich vertrauenswürdig ist. Ja? Also meiner Meinung nach. Von den Türken selbst, einheimisch. Das ist schade. Das ist einfach schade. Und ich möchte nochmal einen Hinweis hingeben. Auch gerade die jetzt gerade so viel mit Social Media zu tun haben. Und ich rede jetzt nicht nur von YouTube, sondern von anderen sozialen Plattformen auch, ja, die es so gibt. Glaub mir, ich habe mit Leuten zu tun gehabt. War live mit denen. Ich habe so viel Zeit verbracht mit Menschen. Ja? Und natürlich gehen Menschen manchmal oft auch getrennte Wege. Aber wenn man merkt, dass es dann nur noch ums Geschäft geht, nur noch ums Geldmachen geht und wo kann man noch den Leuten Geld rausquetschen? Okay, das einmal zu gewissen Punkten, die teilweise mir aufgefallen sind, die mich auch stören. Weil das ist nämlich immer ein gewisser Beigeschmack, der natürlich immer hier mitschwimmt. Ich habe es, bevor wir nach Deutschland gefahren sind, hatte ich das schon mal angekündigt. Wenn du jetzt eine größere Investition tätigst, gerade auf dem freien Markt, dann ist es immer zu hinterfragen und immer gut zu vergleichen. Ja? Ich könnte da jetzt gleich noch locker 10 Minuten darüber reden, nochmal weitere Beispiele nennen. Ich möchte das Video aber nicht zu lang machen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Lass es mich wissen, schreib es unbedingt in die Kommentare, was du dazu sagst. Teile auch gerne dieses Video, teile gerne diesen gesamten Kanal. Lass uns dieses Jahr noch mindestens die 10.000 Abonnentenquote hier bei YouTube schlagen. Das wäre richtig cool, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich danke dir jetzt schon mal für deine Unterstützung, wenn du auch hier den Daumen nach oben da lässt. Ein kostenloses Abo und aber auch natürlich gerne die Glocke zu aktivieren, damit du auch kein Video mehr verpasst. Und du darfst auch jederzeit, unabhängig von einem Video oder nicht, reinschreiben, welche Themen dich noch interessieren, was du noch sehen möchtest und vieles mehr. Ja, dementsprechend wünsche ich dir weiterhin eine ganz, ganz gute Zeit. Bleib gesund und munter. Wir sehen uns bald wieder. Dein Markus aus Alanya.